Hallo alle zusammen, ich bin Bonhi. Ich begrüße euch aus Seoul in Sadong. In Sadong ist eine Stadtteil Songrogu von Seoul, die mit einer Vielzahl von Gassen verbunden ist, die tiefer in das Viertel führen mit modernen Galerien und Teeladen. Historisch gesehen war es der größte Markt für Antiquitäten und Kunstwerke in Seoul. In Sadong ist sowohl Einheimischen als auch Ausländern als traditionelle Straße bekannt und repräsentiert die Kultur der Vergangenheit und der Gegenwart. Es enthält eine Mischung aus historischer und moderner Atmosphäre und ist eine einzigartige Gegend von Seoul, die wirklich die Kulturgeschichte der Nation repräsentiert. Die meisten dieser älteren Gebäude werden heute als Restaurants oder Geschäfte genutzt und wir werden heute ein Tempel essen, ein wunderbares Restaurant besuchen. So, wir sind die Eingang Tempelgerichte, spezialisiertes Restaurant heißt das Sanchon. Meine Schulfreunde warteten auf mich schon, das Essen ist schon aufgetischt. Oh, da sehe ich unsere Starter. Die sehen lecker aus. Oh, delicious. Ja, das ist der schwarze Sesamisoup zwischendurch. Die verschiedenen Ganzengpilze, die nach süßen Korean Barbecues schmeckten. Ich habe weder Fisch oder Fleisch vermisst. Oh, da sehe ich Makgeolli. Auch Tatsu, zu Deutsch trübe Alkohol oder Nongju, Bauernalkohol genannt, ist ein naturtrübes alkoholisches Getränk aus Korea mit einem Alkoholgehalt von meist 5 bis 8%. Es wird aus Reis unter Zugabe von Wasser, Nuruk, also Weizen, und Hefe hergestellt, ist nur grob gefiltert und daher milchig weiß und vom milden, leichten, säuerlichen und süßen Geschmack. Das ist sehr, sehr lecker. Es passt sehr gut. Komplementiert mit allem Essen. Das ist der zweite Gang Tempel für die vorbereitet. Das ist wunderschön. Wow, wunderschön. 16 Gemüse und Bergkräuter Beilagen waren die auf verschiedene Art zubereitet, dass sie mit Reis gegessen werden konnten. Wunderbar, der Reis ist auch ein Steintopf gekocht und komplementiert mit dem Sojabean mit Tofu-Soup. So, wir brauchen kein Tee bestellen, nachher gibt es so warme Reistee. Das schmeckt wie eine ganz nutty. Es ist bekannt, koreanische Tempelküche. Ich würde sagen, ist da eine wunderbare vegane Küche. So etwas können wir schon auch in unserer Küche herstellen. Es war wunderbar, auch eine unvergessliche Momente mit Freunden.